Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, eine neue Woche ist angetreten und wir hatten ja die Woche davor schon Hotfixes für das neue Update bekommen und haben auch die Information bekommen, dass weitere Updates jede Woche jetzt erfolgen werden. Ja, und es sind gestern wieder neue Hotfixes rausgekommen, neue Patch Notes und die wollte ich ganz gerne mal mit euch durchgehen, damit ihr auch seht, was sich jetzt hier auch so im Spiel verändert. Das Ganze bisher nur auf Englisch, will es euch aber auch auf Deutsch natürlich vorlesen. Und dann fangen wir zuerst mal an mit der mobilen App, was sich da geändert hat. Der Rucksack, die Bildlaufleiste wurde vergrößert, um die Verwaltung des Inventars zu erleichtern. Und letzte Woche war ja so Fokus gewesen erstmal auf so optische Sachen, zum Beispiel auch die Attribute waren ja zum Beispiel hinten gewesen, jetzt ist die Info halt hier hinten, solche Sachen, die halt eben ja die halt einfach so gehören, wie es halt, ja, sag ich mal, sein muss. Wenn man jetzt hier seinen Charakter sieht, dann will man zuerst die Attribute sehen und nicht irgendwie hier die Info, was für eine, Klasse man hat. Erstmal sieht man die Klasse ja sowieso hier, ne, was der für ein Sammelalbum hat, das interessiert jetzt erstmal nicht so ganz, beziehungsweise auch die Rasse hier. Ne, also das ist auf jeden Fall auch gut, dass das jetzt geändert worden ist. Dann kommen wir jetzt zur Gilde, und zwar die Gildenübersicht. Anklickbare Bereiche sind jetzt deutlicher mit Schaltflächen gekennzeichnet. Gildensuche. Die Suchergebnisse werden jetzt nach Gildenrang sortiert, das ist auch ganz geil. Mitglieder, die Anzahl der Mitglieder, die Durchschnittsstufe und die Ritterhallenpunkte werden wieder oberhalb der Mitgliederliste angezeigt. Also es wird auf jeden Fall jetzt vieles verwirklicht, was halt eben die Community als Kritik auch geäußert hat, und das natürlich auch sehr schön zu sehen. Gildenangriff. Die gegnerischen Gildenmitglieder, die sich für den Kampf angemeldet haben, können nun wieder angezeigt werden. Wenn ein Gildenangriff initiiert wird, wird die Liste der potenziellen Gilden, die angegriffen werden können, nun nach Gildenrang sortiert. Ja, dann haben wir einmal die Gildenanforderung. Das maximale Charakterlimit wurde von 120 auf 300 erhöht. Die Nationalität wurde entfernt und die Chatsprache wird nun angezeigt. Genau, dann haben wir hier noch einmal die Hydra, wo noch was gemacht worden ist. Der Name der Hydra wird jetzt immer angezeigt, sodass es einfacher ist zu sehen, wie viele Köpfe die Hydra derzeit hat. Das war vorher nämlich auch relativ uneinsehbar. Die Klasse der Hydra wird jetzt angezeigt, was mir persönlich auch sehr, sehr gut gefällt, weil dementsprechend kann man dann halt auch sein eigenes Gildenpad auslegen, welche Hydra oder beziehungsweise welches Pad für welche Hydra denn auch ganz passend ist, sag ich mal. Genau, dann haben wir das. Die Tooltips. Im Gildenhub werden jetzt die Charakternamen für Gildenleiter und Held des Tages angezeigt, und dann gibt es noch ein paar Bugfixes hier bezüglich der Gilde. Verwaltung im Editor. Für Gilden-Embleme ist die Schaltfläche Anwenden jetzt nur noch für Gildenanführer sichtbar. Der Versuch, einer Vollgilde beizutreten, führt nicht mehr zu einer Fehlermeldung beim Schmied. Das Extrahieren von Edelsteinen funktioniert jetzt wieder zuverlässig. Ja, da hatten wir ja auch mal in der Vergangenheit so ein bisschen geschaut gehabt. Da gab es ja hier und da dann auch mal ein paar Problemchen, sag ich mal, mit der Steingewinnung. Anfängeraufgaben. Die Anfängeraufgabe Finde eine Gilde wird als abgeschlossen betrachtet, wenn man bereits Gildenmitglied ist. Und in den Einstellungen das Umschalten zwischen Expedition und Abenteuern funktioniert wieder zuverlässig. Ja, das war wohl vorher auch nicht so gewesen. Ist mir persönlich jetzt auch nicht großartig aufgefallen, weil ich sowieso immer auf Expedition spiele und deswegen halt jetzt auch nicht großartig hin und her switche. Ja, aber ich kann natürlich verstehen, wenn man jetzt hier, weiß ich nicht, zum Anfang irgendwie oder nur noch ein Level, ganz kurz vor einem Level absteht und noch irgendwie versucht auf Biegen und Brechen da noch die letzten XP bis zum Level up rauszukriegen und da versucht noch irgendwie das Ganze umzustellen auf Expedition und normale
normale Abenteuerlust. Allerdings ist es ja halt eben so, dass man nur einmal pro Tag das Ganze machen kann, beziehungsweise wenn man irgendwas von den beiden angefangen hat, sei es die Expedition oder die normale Abenteuerlust, dann kann man demzufolge das dann halt auch nicht mehr zurückändern für den Tag, bis halt eben ein neuer Tag angebrochen ist. Und dann muss man sich halt entscheiden, okay, spiele ich jetzt nun auf Expedition den Tag oder spiele ich jetzt auf Abenteuerlust? Deswegen war es für mich jetzt sowieso eher irrelevant, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht, weil ich die ganze Zeit nur auf Expedition spiele und das ja so auch mit am meisten tatsächlich dann auch bringt. Ne? Ja, Freunde, also es geht auf jeden Fall voran. Es ist natürlich klar, dass das Ganze hätte natürlich verhindert werden können. Ich denke mal, das haben wir in den letzten Wochen jetzt auch schon des Öfteren beschrieben gehabt und durchgekaut, dass das Ganze natürlich auch anders erschienen hätte können. So, ne? Allerdings wird halt jetzt eben durch viele Meinungen, viel Kritik, viele Verbesserungsvorschläge, die jetzt aus der Community halt eben auch kommen, das Ganze so gesammelt und halt eben, führt halt eben dazu, dass sich jetzt halt eben auch Playa Games daran setzt und halt eben alles, was jetzt halt eben in der Pipeline gewesen ist, verschoben wird nach hinten, um sich halt eben auf diese Verbesserung jetzt wöchentlich zu konzentrieren und damit wir nach so ein paar Holpersteinen, sag ich mal, die jetzt halt eben in der kürzlichen Vergangenheit gewesen sind, dann das Game dann doch wieder well-balanced machen können, beziehungsweise dass es halt einfach flüssig rund läuft und man nicht zu viel Unbehagen hat, sag ich mal, nett ausgedrückt. Und das Game einfach bedenkenlos spielen kann, ohne irgendwelche Komplikationen oder etc. pp. Ne? Das ist, denke ich mal, für uns alle ganz wichtig, dass der Spielfluss einigermaßen gut ist, beziehungsweise halt nicht schlechter wird, sondern im Gegenteil sich verbessert. Und da kann man jetzt von halten, was man will, was ich jetzt dazu sage, aber ich sage euch so, wie es ist, wirklich, es gibt nicht viele Entwicklerstudios, die so extrem krass auf das Feedback der Community hören und halt eben die Vorschläge annehmen und sich dann halt eben auch so eine Mühe machen, um halt eben das so schnell wie möglich halt auch eben sag ich mal, in die Wege zu leiten, dass das Ganze halt wieder funktioniert, beziehungsweise halt eben die Wünsche, dass man dem dann halt auch nachgeht, was halt eben auch lautstark aus der Community kommt. Ne? Wie gesagt, ich kann komplett verstehen, dass das Ganze natürlich nicht hätte sein müssen, so wie es halt in der Vergangenheit gelaufen ist, das ist ganz klar und da ist sich auch Playa Games selbst klar, dass sie da sich ein Eigentor geschossen haben mit. Ne? Allerdings gibt es halt eben, und ich will jetzt das eine nicht mit dem anderen vergleichen oder das jetzt irgendwie besser reden oder so, ne? Aber es gibt halt eben massig wirklich Entwicklerstudios, die bringen Updates raus, ohne irgendwie die Community zu fragen oder ohne irgendwie ein Feedback zum letzten Update zu bringen oder so. Da wird das einfach dann raufgeknallt auf das Game, das neue Update und dann lebt man damit, ne? So von dem Motto her, so friss oder stirb. Ja? Entweder zockst du das Game jetzt noch weiter oder wenn es dir nicht gefällt, dann heul doch. So, und da habe ich jetzt nun wirklich absolut 0% den Eindruck, dass die Mentalität irgendwie im Hause Playa Games da herrscht. So, ne? Nicht umsonst setzt sich der CEO halt eben nach so einem Shitstorm nochmal in einen Livestream hin und versuchte halt so eine Krisenintervention irgendwie durchzuführen und sich halt eben sag ich mal, Shitstorm der Community zu stellen. Ne? Das macht nicht jeder. So. Und deswegen kann ich da halt eben auch solche wütende Meinungen zum Beispiel nicht nachvollziehen. Klar, konstruktive Kritik natürlich immer, aber halt eben solche aufgebauschten Meinungen, wie gesagt, das kann ich halt eben nicht ganz nachvollziehen und ich denke mal, dass ich da mit der Meinung hoffentlich Anklang finde. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so meine Perspektive auf die Sicht der Dinge, sag ich mal, was das Ganze angeht. Und wie gesagt, ich sehe es halt eben nur bei anderen Entwicklerstudios, wie es da läuft. Und da werden wir, da sehen wir ja wieder, gekaufte Meinung, werde ich direkt belohnt hier mit dem 5er Paschgold. Ja, Dankeschön.
Ich sag doch immer was Liebes über Playa, ist doch gar kein Problem. Ja, wenn ihr mir nochmal einen Fünfer-Pasch gebt, ey, komm, ich kriege euch noch mehr in den Arsch, ist doch gar kein Thema, ne? Ja, nee, aber wie gesagt, ne, ich hoffe, da kann man auf jeden Fall das so ein bisschen irgendwie ansatzweise nachvollziehen. Und ja, es wird auf jeden Fall jetzt was gemacht. Ich bin gespannt, was nächste Woche dann wieder für Verbesserungen für das Game kommen, damit wir dann am Ende des Tages alle dann ein gutes Spiel haben können, was wir hier auch hoffentlich noch Jahre weiterspielen können, wenn es alles so gut läuft. Und ja, ich persönlich habe da aber keine Ängste mit, ne, die jetzt halt eben durch dieses Update sich jetzt nicht daran gewöhnt haben oder sagen, die haben jetzt aufgehört. Ja, das tut mir natürlich wirklich sehr leid, dass die Leute da so radikal sind und dann halt eben das Game verlassen. Aber dann sollen sich die Leute dann auch nicht ärgern, wenn auf dieses neue UI/UX-Update, was jetzt hier halt eben optisch überarbeitet worden ist, in Zukunft neue Updates raufgespielt werden, weil darauf ist das Ganze ja ausgelegt. Und ja, man weiß noch natürlich nicht, was da für Updates kommen werden in Zukunft, ne? Aber dann sollen sich die Leute dann halt auch eben dann nicht beschweren, wenn sie dann wieder zurückkommen ins Game, ne? Weil wer einmal wirklich fest, ja, mit diesem Game irgendwie zu tun hatte und ja, ansatzweise so ein bisschen in die Community reingerutscht ist und aufhören sollte, früher oder später kommen sie alle wieder. Das war bisher immer so gewesen und ja, deswegen ja, lohnt es sich auf jeden Fall, Digga, komplette Sprachstörung gehabt gerade, nicht großartig aufzuhören. Ja, so, das wollte ich damit sagen. Also aus meiner Sicht lohnt es sich nicht großartig aufzuhören, weil ich weiß, das Game, wenn ich das ein Jahr lang nicht spielen würde oder so, keine Ahnung, ich würde früher oder später wahrscheinlich irgendwie sowieso wieder den Weg zurückfinden und deswegen, ja, mache ich so weiter, wie es bisher ist, weil mir das Game nach wie vor immer noch sehr viel Spaß macht. So. Und nicht ohne Grund nähern wir uns jetzt auch so langsam, aber stetig halt der 2000er Shakes and Fidget Folge. Und ja, mal gucken, wie weit das noch geht, wie weit mein Weg hier auch noch weiterhin geht auf YouTube. Aber ich sehe bisher jetzt erstmal so kein Ende. Ja, das ist auf jeden Fall... Ja, das kann ich euch auf jeden Fall erstmal so sagen. Ne? Gut, Freunde, ich hoffe, ihr konntet aus dem Video ein bisschen was mitnehmen heute. Ansonsten, ja, lasst gerne ein kostenloses Abo da, falls ihr nächste Woche die neuesten Patch Notes nicht verpassen wollt. Die werde ich natürlich auch wieder euch zeigen. Denn. Und das war es soweit von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.